Die israelische Armee hat am 24. März 2 Journalisten im Gazastreifen getötet, den für Al Jazeera tätigen Hossam Shabbat sowie den für Palestine Today arbeitenden Mohamed Mansour. Im ersten Fall wurde das Auto des Al Jazeera-Journalisten gezielt von der israelischen Armee ins Visier genommen, was diese auch offiziell eingeräumt hat. Im zweiten Fall die Wohnung des Journalisten ins Visier genommen. Dabei starben sowohl seine Frau als auch sein Kind. Da würde mich zunächst grundsätzlich die Bewertung der Bundesregierung interessieren. Stellt denn für die Bundesregierung die gezielte Tötung eines Journalisten durch die israelische Armee ein Kriegsverbrechen dar, ja oder nein? Also Herr Wagner? Ja, danke, Herr Warwick, dass Sie mir das Wort geben. Ich kann gern ganz allgemein einmal sagen, natürlich ist die Pressefreiheit ein hohes Gut und das muss geschützt werden. Und insofern sind Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten niemals gerechtfertigt und müssen vermieden werden. Jetzt stellt sich in den konkreten Fällen, zu denen ich keine eigenen Erkenntnisse habe, ja im Raum, was von israelischer Seite gesagt wird, war es ein legitimes Ziel oder nicht, das kann ich von hier nicht beurteilen, aber ich kann Ihnen ganz allgemein sagen, Journalistinnen und Journalisten dürfen nicht zum Zielscheibe werden. In Gaza ist die Situation für die Menschen dort, aber eben auch für die Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten, katastrophal, extrem gefährlich und ganz schwierig. Und das muss sich dringend ändern. Deshalb fordern wir ja auch die israelische Regierung und alle an den Verhandlungen beteiligten Seiten auf, schnell wieder zu einem Waffenstillstand zurückzukehren und zu einer politischen Lösung zu kommen. Nachfrage? Noch eine Nachfrage. Mit der Tötung der genannten 2 Journalisten stieg laut UN-OCHA die Zahl der durch Israel seit Oktober 2023 getöteten Journalisten und Medienschaffenden auf 206 Personen, eine zumindest für das 21. Jahrhundert historisch einmalige Eskalation. Da würde mich noch interessieren, wieso gab es bisher keine einzige proaktive Stellungnahme von Seiten der Bundesregierung, insbesondere von Seiten des Auswärtigen Amts, zu dieser enorm hohen Zahl an getöteten Journalisten. Nur zum Vergleich, im Ukraine-Krieg starben auf beiden Seiten seit Februar 2022 rund 40 Journalisten. Da gab es... Ihre Frage ist... Nein, aber dazu gab es partiell durchaus Stellungnahmen. Deswegen würde mich interessieren, wieso gab es bisher keine einzige proaktive Stellungnahme von Seiten des Auswärtigen Amts gegenüber dieser historisch einmaligen Zahl an getöteten Journalisten. Was Sie behaupten, ist einfach falsch, Herr Warwick. Wir haben uns aktiv eingelassen zu journalistischen Fällen, die in Gaza vorgefallen sind, auch proaktiv. Stimmt einfach nicht, was Sie behaupten. Aber Sie haben recht, 206 tote Journalisten sind 206 tote Journalisten zu viel. Und im Übrigen gilt das, was ich eben gesagt habe. Und die beiden Konflikte miteinander zu vergleichen, ist, glaube ich, ganz, ganz dünnes Eis. Kurze Bitte, Herr Wagner, weil ich tatsächlich vorher recht intensiv sowohl den Twitter-Account als auch die BPK-Protokoll durchgegangen bin und keine einzige proaktive Stellungnahme gefunden habe. Deswegen würde ich Sie bitten, könnten Sie das bitte nachreichen? 2, 3 Beispiele von proaktiven Stellungnahmen zur Tötung von Journalisten im Gazastreifen. Das mache ich Danke. Gern. Das mache ich gerne, Herr Warwick.